Was hast du eben gesagt? Oh Jemine, wir fahren nach Lee. Ich habe gesagt, ich bin ja gespannt. Naja, weil das Wetter ist nicht so gut. Es regnet ein bisschen, viele Wolken. Ist halt echt doof. Wir haben so lange auf ein gutes Wetterfenster gewartet und darauf gehofft. Und jetzt sind wir ein bisschen weiter hochgefahren und hier ist das Wetter weiterhin nicht gut. Naja. Also naja, aber jetzt noch länger warten ist halt auch bescheuert. Wir müssen jetzt mal los und das versuchen. Ja, also wir fahren jetzt Richtung Lee über mit die höchste Straße der Welt in unserem Oldtimer. Ohne ersten Gang. Also drückt uns die Daumen, dass wir genug Schwung haben. Unser Worst-Case-Szenario ist ein ganz langsamer LKW in der engen Kurve vor uns, weil dann können wir keinen Schwung holen, weil wir den wahrscheinlich nicht überholen können. Und dann wird es tricky. Also so am steilen Berg anfahren, das ist nicht so unsere Stärke. Nee. Naja, schaffen wir schon. Ja. Also, willkommen bei Laura und Mariano. Es wird ein spannendes Video. Mal sehen, was passiert. Wir wissen es auch noch nicht. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Und wie kalt es dort ist. Und wie viel Schnee da liegt. Und wie viel Verkehr da ist. Ja. Erstmal zum Checkpoint nach Darcha. Genau, da waren wir ja schon mal. Und die Höhe kommt natürlich auch noch dazu. Die Höhe, also, das mag das Auto auch nicht so gerne. Zu wenig Sauerstoff. Jetzt ist hier der LKW-Stau, aber wir fahren mal vorbei. Ich weiß nicht, ob die einfach noch parken. Hier müssen wir uns wohl kurz einchecken. Wir brauchen Passport und Visa. Okay, das war richtig skurril. Wir waren in diesem weißen Container. Das kann man halt schon wieder gar nicht in Worte fassen. Nee, und das waren so 4 Stockbetten in dem Container, wo dann diese Polizisten mit ihrer Uniform unter diesen bunten Plastik-Acryldecken pennen und gerade aufstehen. Und morgens trinken die nur heißes Wasser, noch kein Tee. Aber die leben da halt. Dann war da auch irgendwie so Kochfeld und Ja. irgendwie Essen und auch Zigaretten und so. Also das ist so für uns ja unvorstellbar, dass Leute irgendwie unter solchen Bedingungen erstmal leben, aber dann auch arbeiten. Ja. Und die waren dann voll am Frieren, deswegen lagen die halt noch unter diesen Decken. Das ist schon richtig krass. Hi! Okay. Naja, jetzt haben wir uns eingetragen mit unserem Pass und Visa und jetzt können wir weiter. Und er meinte, die Straße ist okay, Verkehr ist auch okay, aber was uns die aus der Schweiz erzählt haben, dass es dann so ein Stück gibt von ungefähr 5 Kilometer, wo es nur eine Spur gibt, aber es kommt halt Verkehr aus beiden Richtungen und halt auch LKW. Und dann steckt man da fest, meinte er. Müssen wir jetzt durch. Komisch, dass sie da keine Lösung haben, das ist keine Ahnung. Eine Stunde lang geht es in die Richtung, die andere Stunde in die, aber gut, das ist halt Indien, ne? Also bis nach Lee sind es noch 330 Kilometer und wir sind jetzt ein bisschen über 3000 Meter Höhe und müssen weit über 5000 Meter hoch. Mal sehen, wie es wird. Wir kommen ja gleich auch noch mal zu dem See, wo wir schon mal waren. Also vor ein paar Wochen sind wir hier schon mal lang gefahren und da war noch sehr viel mehr Schnee hier. Also sieht bisher ganz gut aus. Oh, voll die schöne Farbe. Letztes Mal, als wir hier waren, war es richtig kalt. Es war so eine Art Schneesturm. Es waren Minusgrade. Der See war zugefroren. Wir hatten so richtig dicke Jacken an und so weiter. Und guck mal, was das jetzt für ein Unterschied ist. Jetzt sind so ein paar Wochen vergangen. Der See ist aufgetaut. Das Gras wächst. Die Sonne scheint. Der Himmel ist blau. Richtig schön. Okay, jetzt kommen langsam die ganzen LKW. Dann fahren wir mal lieber schnell weiter, bevor hier zu viel Stau ist. Jetzt so wie nennt sich das denn? Eine Fabrik von Bro, dieser Firma, die hier die Straßen macht. Und die ganzen Arbeiter, die wohnen hier die ganze Zeit in solchen Zelten. Richtig krass. Die spielen sich bestimmt hier alle einen ab. Aber wir haben es jetzt übrigens auf 4000 Meter Höhe geschafft, unser neuer Rekord. Jetzt kommen wir langsam hier in den Schnee rein.
Also das A und O ist echt, dass wir genug Schwung haben, um die großen Kurven und die kleinen Kurven entlang zu kommen. Bis jetzt klappt das ganz gut. Drückt uns die Daumen, dass es auch so bleibt. Hallo, läuft's gut? Yes, I'm from Germany. Rising Frenchman. Ah, sorry. Bonjour. Yeah, bonjour. It's Good, good. beautiful. Yes, very beautiful. Are you going to work? Lee, yes. Okay, bon voyage. We will see each other in Lee maybe. Bis später. Das ist schon auch krass, wie sich die Bedingungen in so Bergen immer ändern. Eben war es noch dunkel und man hat fast gar nichts gesehen. Jetzt ist die Sonne wieder draußen, jetzt blendet der Schnee total. Also da muss man echt für alles gewappnet sein. Dadurch, dass die Sonne hier dann manchmal reinscheint und wir ein bisschen die Heizung anhaben, ist es auch ziemlich warm. Wenn wir rausgehen, ist es wieder voll kalt. Also langweilig ist es in den Bergen nicht. Ist jetzt auch Zeit für eine Sonnenbrille, ich weiß nicht, Skibrille. Ah, die ist besser, okay. Oh, jetzt kommen hier die LKW alle. Hier ist jetzt der Stau. Tja, das mit dem Stau wird wohl noch ein bisschen dauern. Keine Ahnung, ob wir jetzt hier dann übernachten oder wie das jetzt läuft. Ich meine, wir haben ja keinen Stress, außer dass es dann kalt ist, aber ich meine, es wollen ja alle irgendwie weiter, ne? Ist schon irgendwie doof koordiniert. Kurzes Update, eine Stunde später. Oh Gott. Es hat sich noch nichts bewegt, außer dass die Schlange länger geworden ist. Und die ersten Spezialisten kommen hier und machen eine zweite Reihe auf und dann kommt der Gegenverkehr natürlich auch nicht mehr so gut durch. Wir haben ja Essen, wir haben ein Bett, wir haben alles dabei. Wir halten hier am längsten aus. Mal sehen, wann auch die ersten Menschen hier höhenkrank werden. Wir sind ja jetzt auf 4700 Meter Höhe. Und wir waren jetzt so einen Monat auf 3000 Meter, also sind wir da ganz gut dran gewöhnt, hoffe ich doch. Ja, wir können hier auch übernachten, kein Ja. Problem, und heute Nacht weiterfahren. Ja, Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt nicht warten, sonst ist der LKW losfährt. ja, da kommen wir Ah ne, guck mal. Während wir jetzt weiter warten, weil wir uns zu früh gefreut haben, fegen hier Frauen die Straße per Hand mit so einem Besen, wo wir immer den Dreck aus unserem Van, von unseren 8 Quadratmetern und unserem Boden sind vielleicht 2 Quadratmeter oder so, damit kehren die jetzt die Straße. Immerhin haben wir vorgesorgt. Haben uns noch ganz viele Samosas mitgenommen. Nervennahrung muss sein. Mittagessen. Es geht weiter. Ein bisschen. Offroad Doodle. U-Boot. U-Boot. So wie es aussieht, fallen da immer so fette Steine runter wegen Schnee und Lawine und so weiter. Und da stehen jetzt so Leute, die einem immer sagen, jetzt ist safe, jetzt könnt ihr durchfahren. Also vielleicht war der Stau echt nicht so unberechtigt, sondern sorgt dafür, dass alle unsere Autos heile bleiben. Oh, da ist ein fetter Stein. Ey! Hui. Hui, auf den LKW. Oh je. Oh Mann, ey. Das sind echt fette Steine, die da runterfallen. Also ich bin schon froh, dass die da stehen und hoffentlich dafür sorgen, dass wir keine Beule abkriegen. Okay. Da müsst ihr uns halt nicht so doof. Push, push, push!
चलो चलो गाड़ी में लगाओ Thank you. Okay. Wuhu, wir haben es geschafft. Ja. Mit ein bisschen Hilfe, aber we made it. Also am Berg anfahren auf schlechter Straße ist halt echt ziemlich schwer. Und das bei der Höhe. Der Motor hat halt auch nicht mehr so viel Power, ne? Ja. Krass, wie es aussieht hier, ey. Wir haben jetzt auch einen anderen Meilenstein überschritten. Und zwar die Höhe vom Mont Blanc, 4810 Meter. Und das ist ja der höchste Berg von Europa. Das heißt, wir sind höher als alles in Europa und alle Menschen in Europa. Guck mal, wir sind höher als der Mont Blanc jetzt. Wahnsinn! Ja. Guckt euch das an! Ui, was ist das denn hier? Ist das eine heiße Quelle? Oh, jetzt ist irgendwas mit dem Motor. Ah, nee, ich glaub, das ist nicht. So, jetzt hier wieder Scheißstraße. Kein Stau. Oh, gut. Ui. Krass, ey. Ist das schön? Oh, krass. Wow! Dieses Blau von diesem See einfach, der so zugefroren ist. Und diese Weite und Höhe. Wow. Alles! Wow! Ist das schön! Und es ist halt richtig krass, wenn hier kein Verkehr ist, ist es richtig leise. Also wir haben uns ja jetzt ein bisschen an die Kuckucks und so gewöhnt. Ah, jetzt kommt natürlich Verkehr, aber es ist halt echt krass, so eine Eislandschaft, wie still das immer ist. Vielleicht musst du da was weg. Ah, fuck. Fahr mal zurück. Ja, ich fahr da lang. Moment. Ja. Wir haben halt volle Kanne, die fetten Steine, die waren halt zu hoch und das, was da in der Mitte ist, Diese Lenkstange, die ist recht niedrig hier. ja, da sind wir halt richtig doll gegen die Steine geballert. Oh nein. Hier ist jetzt auch irgendwie weniger Schnee, ne? Hier Ja, ist wir halt. sind nochmal tiefer, oder was? Nee, Ach so, hier ist, hinter der Wetterfront. ja, hier ist einfach sehr, sehr wenig Niederschlag. Wow! Ui. Und wir müssen nochmal ein Foto machen. Wir kommen auch echt nicht so weit, weil wir dauernd stoppen müssen, weil es so atemberaubend schön ist. Aber das gehört ja auch dazu und ist ja das Ziel von so einem Roadtrip.
Das ist so richtig braune Erde irgendwie, ne? Oder so rötlich fast schon. Wie man halt das von so Bildern aus dem Himalaya kennt. Ja, nicht darunter Oh, fallen. bitte nicht. Das Einzige, was bei dieser Himalaya-Erfahrung noch fehlt, sind Yaks. Das sind diese besonderen Rinder mit so ganz buschigem, lustigen Fell. Die wollen wir auf jeden Fall noch sehen. Und ja, so ein buddhistisches Kloster natürlich auch. Aber unsere Himalaya-Experience oder Erfahrung hat ja jetzt gerade erst wieder richtig angefangen. Wie heißt der? Kenlung Sarai. Das klingt ja, also ganz viel klingt ja halt auch so ein bisschen chinesisch. Ne? Keilong, Sarah, Shou, wie auch immer. Also man merkt da schon einfach verschiedene Einflüsse hier im Himalaya. Ja, China ist dann ja auch nicht mehr so weit, ne? Pakistan auch nicht, weswegen hier auch echt krass Militärpräsenz ist. Also das ist hier so, neben Bro wird hier vor allem das Militär doll finanziert, glaube ich. Ja. Bro Life. Irgendwer hat uns gesagt, die Straße nach Leh ist gut. Und die nach Sanskar ist nicht gut. Also was ist das denn? Hier ist ein richtiger Wasserfall. Guck mal, es geht Oh Gott. einen halben Meter fast runter. Also Oh Gott. ich glaube, die wenigsten von euch begleiten unsere Reise schon, seit wir in Georgien waren. Auf jeden Fall waren wir da ja auch im Kaukasus, also auch in hohen Bergen, und haben ganz lange überlegt, ob wir in eines der bekanntesten Bergdörfer fahren, Ushkuli heißt das, oder nicht. Und haben uns dann dagegen entschieden, mit dem eigenen Auto dorthin zu fahren. Und stattdessen bin ich dann mit so einer Art Taxi dahin gefahren, weil wir halt dachten, die Straße ist viel zu krass. Unser Auto packt das nicht, das geht hoch, die Straße ist weggeschwemmt, da liegen Steine, Geröll, sie ist nicht asphaltiert, was auch immer. Ihr könnt es euch vorstellen. Auf jeden Fall nach Indien, teilweise Pakistan und auf jeden Fall Nepal denken wir uns, okay, sagen wir immer, okay, wir hätten locker nach Ushkuli fahren können. Was wir hier so Alle- lang holpern. Alle, die nach Nepal fahren wollen, die können auch nach Ushkuli fahren. Weil das ist auf jeden Fall nicht schlimmer. Und alle, die hierher fahren wollen, die können auch nach Ushkuli fahren. Weil das hier ist bestimmt noch schlimmer als die Fahrt nach Ushkuli. Jetzt warten wir kurz, um ein bisschen Schwung zu kriegen, und alle hinter uns stressen natürlich. Okay. So, hier geht's wieder hoch die schlechte Straße. Okay. Ah, Schwung. Yay, High Five! Boah, da geht er, möchte mal ganz schön die Pumpe, ob er das jetzt schafft oder nicht. Und dann stressen so Leute hinter einem. Aber unser erster Gang geht einfach nicht, Leute. Wir brauchen Schwung. Relax alle. Tut uns ja auch leid. Nee. Mir schon. Vielleicht sollten wir hier irgendwo campen Ja. für die Nacht, bevor es wieder irgendwie irgendwo hochgeht, oder? Habe ich mir auch schon gedacht. Weil hier sieht es ja richtig geil aus. Ja, das ist voll die Steppenlandschaft. Ja. Aber ich gucke nochmal auf der Karte, wann es höher geht. Warum soll man jetzt noch ewig weiterfahren? Wir wollen ja auch ein bisschen das hier genießen. Ja, Und wenn es so schön aussieht. wie in Georgien fast, ne? Im Troso Valley. Ja, voll. Nur mit Wie im noch Herbst. höheren Bergen. Ja. Ja, aber man merkt gar nicht, dass man so hoch ist. Das ist halt voll krass Nee. irgendwie. Also wir haben jetzt mal auf die Karte geguckt. Die Offline-Karte, weil hier gibt es ja gar kein Netz mehr. Nee, schon seit Darcha, wo der erste Checkpoint war. Das ist so der letzte Ort, wo es noch Empfang gibt. Hier gibt es gar keinen Empfang, nix. Und dann kann man irgendwann, dann brauchen wir aber diese Ladakh-SIM-Karte, ne? Da wissen wir nicht, ob wir die kriegen. Naja, gleich kommt so eine Stadt, Sachu. Wir sind jetzt so auf 4.300, 4.400 Meter Höhe. Und in 28 Kilometern geht es aber dann mit den angekündigten 20 Serpentinen hoch. Und das heißt, wir wollen lieber davor nochmal campen. Oh, mein Handy ist inzwischen leider ein bisschen Schrott. Das machen wir dann lieber morgen.
Ja, und wir sind ja jetzt auch viel gefahren und hier ist es auch wunderschön. Ja, jetzt ist 3. Standen mehrere Stunden im Stau. Stimmt. Dann sind wir losgefahren, 7:30. Sind wir den Berg nicht hochgekommen? Ist jetzt auch, und es ist ja genau das, was wir wollen. Ja. Ah, guck mal, da sind sogar so Reifenspuren. Ah ja. Und die Auffahrt zu unserem angesteuerten Stellplatz ist jetzt nicht ideal. Aber es ist jetzt auch nicht schlimmer als die Baustelle. Eben. Genau, deswegen sind wir jetzt so, ja. Oder nicht Wir sind schlimmer halt als so- nach Uschkuli. Uns ist auch bewusst, dass unser Auto echt ein bisschen viel Liebe braucht oder ein bisschen, ja, man muss sich mal um dieses Auto irgendwann kümmern. Aber das können wir jetzt hier gerade nicht machen, deswegen nehmen wir jetzt noch alles mit, was geht. Das klingt auch so, als würden wir es jetzt mutmaßlich kaputt machen. Das natürlich Nein. nicht, aber ja, wir haben eine schöne Zeit mit dem Auto und dann wird sich irgendwann wieder ordentlich drum gekümmert. Na gut, dann räumen wir ein paar Steine weg und dann fahren wir da rüber, ne? Ja. Wuhu! Guckt euch das an! Ist das nicht surreal? Hier stehen wir mit unserem Zuhause. So geht auch Wildcampen in Indien. Wer hätte es gedacht? Das war so ein Fluss und die Berge, Sonnenschein. Es ist echt einfach traumhaft. Also wir sind heute 80 Kilometer gefahren und haben fast 8 Stunden gebraucht. Aber es hat sich gelohnt. Ja. Ist Toll, das schön? yeah, die Berge. Im Himalaya. Kann man sich hier abseilen? Oh, man kann da fast runtergehen. Ne? Na, hab ich auch schon überlegt, Rutscht mal weil da aus. drüben wäre bestimmt auch voll geil. Da kommt ja niemand hin. Naja. Bisschen windig ist es, aber sonst ein Traum. Echt wie in Georgien. Yeah. Das ist schön! Mama! Unglaublich! So, hier geht's noch an den Reifen gut, ey. Das war ja eine Straße. So, es sieht nicht nur so aus wie in Georgien im Truso-Tal, es ist auch so windig. Trotzdem gehen wir jetzt mal spazieren und es ist eigentlich gar nicht, bis auf den Wind, ist eigentlich gar nicht so kalt, ne? Nee, die Sonne scheint ja voll doll. Und jetzt gerade ist irgendwie, wir wissen nicht, ob alle jetzt Mittagspause machen oder nicht stimmt, mehr gar kein weiterfahren, Verkehr aber mehr, jetzt ne? gar kein Verkehr und deswegen, wenn der Wind nicht so laut ist, ist es auch richtig ruhig. So eine krasse Gegend hier. Echt der Wahnsinn, guckt euch das mal an, ey. Ist halt echt, als wären wir hier so alleine auf der Welt. Mhm. Hammer. So, jetzt haben wir doch noch einen Weg hier runter gefunden in die Schlucht. Geil. Diese Gesteinsformationen sehen ja richtig krass aus. Wieder wie in Colorado. Wir enden immer irgendwie in Colorado. In Frankreich waren wir schon in Colorado, im Iran und jetzt auch noch im Himalaya. Wir haben es zum Fluss geschafft. Sehr klar und kalt. So wie man das in den Bergen erwartet, ne? Ja, das ist jetzt keine Überraschung. Nee, aber immerhin liegt hier jetzt nicht total viel Plastik rum. Nee. Wahrscheinlich da hinten, wo alle Pause gemacht haben. Wir haben es wieder hochgeschafft. Also es ist echt anstrengend zu laufen, gerade mit Steigung hier, mit weniger Sauerstoff bei der Höhe. Wir überlegen uns auf unserer Reise ja auch immer, wie das alles so zustande kommt, was wir so Schönes sehen. Und haben jetzt ein paar Fragen an Geologinnen. Vielleicht ist ja jemand von euch Geologe. Aber hier sind die Felsformationen und die ganzen Berge total braun. Im Vergleich zu zum Beispiel, wo wir vorhin auch lang gefahren sind oder Georgien, da war alles sehr grau. Also so eher so Kies und vielleicht kann ja der ein oder die andere oder irgendjemand uns das erklären. Da würden wir uns sehr drüber freuen. So, wir haben es zurückgeschafft.
Die letzten Meter gegen den Wind waren jetzt auch echt irgendwie nochmal anstrengend. Jetzt machen wir uns hier erstmal einen gemütlichen Nachmittag noch, ne? Ja, Kaffee und Kuchen, ne? Ah, schön wär's. Haben wir beide, also Kaffee haben wir, aber Kuchen leider nicht. Guten Morgen. Es war gar nicht so kalt wie befürchtet. Heute Morgen waren es noch gute 9 Grad hier drin. Und weil jetzt die Sonne hier wieder so reinscheint, sind es jetzt hier schon wieder 16 Grad. Es wird auch immer wärmer. Und wir machen gerade Frühstück. Wir. Ich Brötchen. Und wir haben jetzt ein anderes Mehl. Wir haben jetzt das, warte, jetzt haben wir das Meda-Mehl. Das ist nämlich für Brötchen oder Brotbacken. Und vorher hatten wir das Atta-Mehl und das ist nämlich nicht so gut. Das war viel zu grob und brauchte viel zu viel Wasser und na keine Ahnung. Das hat jedenfalls nicht funktioniert. Da sind die Brötchen gar nicht aufgegangen oder ging einfach nicht. Und jetzt sind die hier so mega aufgegangen. Wir haben neulich die neueste Staffel Queer Eye geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber da wird ja auch immer gekocht und die haben so geiles Bruschetta gemacht. Wir wissen immer nicht, was wir zum Frühstück machen sollen. Und deswegen gibt es jetzt Bruschetta. Für mich geht's kein Bruschetta. Ich glaube, ich habe Höhenkrankheit. Ich bin so aufgewacht und ich habe schon mega schlecht geschlafen und hatte schon so, weiß ich auch nicht, konnte halt einfach nicht richtig schlafen, habe jetzt richtig Kopfschmerzen und jetzt wird mir so langsam auch schlecht. Also ich habe schon so ein ungutes Gefühl im Magen und jetzt habe ich schon das Gefühl, vielleicht muss ich mich übergeben. Und das sind ja alles Symptome für Höhenkrankheit. Und das ist halt, weil hier in der Luft weniger Sauerstoff ist, hier oben, als wir gewöhnt sind und deswegen weniger Sauerstoff im Körper landet. Und damit kann ein ungeübter Körper wie meiner nicht so gut mit umgehen. Indische Touris sind die lustigsten. Oh je. Und fährt man dann einfach in Europa los und steigert sich dann und dadurch, dass man halt so losfährt, wird man fitter oder macht man vorher ein halbes Jahr Training? Frage ich mich. Ja, schon krass, diese Ich finde Fahrradfahrenden. das so beeindruckend. So krass. Bis nach Indien ist schon heftig. Und dann jetzt hier in den Bergen. Ich schaffe es ja nicht mal hier gegen den Wind zu laufen. Stell dir mal vor, du fährst Fahrrad. Die ist ja auch höhenkrank vielleicht. Ja. Mir geht's übrigens besser. Ich habe ein bisschen was gegessen und noch mal kurz geschlafen so oder rumgedöst. Ich fühle mich besser. Super. Richtig lustig. Jetzt kamen gerade die Schweizerinnen, die wir schon mal getroffen haben, hier zufällig vorbei, weil die jetzt quasi die Runde andersrum fahren und auf dem Rückweg sind. Und die haben uns jetzt schon eine SIM-Karte für Ladakh, also den Bundesstaat hier gegeben. Und ein Zettel mit irgendwie einer Kopie von deren Permits, die man auch braucht. Dann wissen wir schon mal, wie viel das kostet und so weiter. Und generell konnten sie uns ein paar coole Tipps für coole Orte und so weiter geben. Richtig gut. Zum Beispiel haben sie gesagt, dass es irgendwo eine krasse Wüste gibt. Also Sandwüste, aber voll mit so krassen Bergen umgeben. Und dann sind da aber auch Kamele, aber es ist im Himalaya. Und das hatten wir jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Da fahren wir auf jeden Fall auch hin. Bye bye. Grüezi. Tschüss. Danke für die SIM-Karte. Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Wir sind relativ früh aufgestanden, um jetzt direkt loszufahren, weil jetzt ist noch kaum Verkehr, weil gleich kommen dann ja die ganzen Serpentinen und die aus der Schweiz meinten auch, dass da mit dem LKW-Verkehr und so, da bleibt man immer stecken und das wollen wir nicht, deswegen fahren wir jetzt früh los. Genau, jetzt ist noch kein LKW-Verkehr. Mir geht es ein bisschen besser, aber ich spüre immer noch, dass ich echt noch nicht so richtig fit bin. Also mal gucken, wie das jetzt gleich wieder wird, weiter wird. Aber da müssen wir jetzt durch. Brauchen wir eine Sauerstoffflasche, Ich hab wie schon auf dem gedacht. Mount Everest. Ja. Naja, also danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, es war ein spannendes, unterhaltsames Video. Jetzt geht's spannend weiter. Also abonniert unseren Kanal, bleibt dabei. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Genau, danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Namaste. In der nächsten Episode geht es weiter rund. Nach den ersten Problemen in dieser Episode wird es noch schlimmer. Die Straßen werden immer schlechter, wenn man es zum Teil überhaupt noch Straßen nennen kann. Wir müssen über mehrere Pässe, kommen aber die Berge nicht hoch. Wir haben eine Panne, anderen helfen wir bei deren Panne und der indische Verkehr macht es uns auch nicht leicht.
Das und mehr aber beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein, es wird sich lohnen.